Eine Menge von euch haben es wahrscheinlich mittlerweile schon mitbekommen. Spiral House hat gestern komplett out of nowhere PC Building Simulator 2 angekündigt. Und erstmal, um euch mit ein paar offiziellen Infos an der Stelle zu versorgen, das Spiel soll tatsächlich noch dieses Jahr erscheinen. Und zwar als Epic Games Exclusive. Außerdem wurde leider auch schon bestätigt, dass es im Moment keine Pläne gibt, das Spiel zum Beispiel auf Steam zu veröffentlichen, was mich, wie viele von euch wahrscheinlich, auch nervt, auch wenn ich weiß, dass es durchaus ein paar gute Gründe dafür gibt, nicht auf Steam zu veröffentlichen als Entwickler. Die Entwickler wurden tatsächlich von Epic Games gekauft, weswegen es jetzt auch nicht allzu hohe Chancen gibt, dass das Spiel jeweils einen Weg auf Steam finden wird, wenn das auch sehr schade ist. Jetzt erstmal noch ein paar weitere Punkte, bevor wir kurz den Trailer, den es dazu gibt, analysieren und versuchen, so viele Infos wie möglich da rauszubekommen. Wie die Entwickler mir tatsächlich bestätigt haben, läuft das Spiel immer noch auf der Unity Engine, wie der momentane PC Building Simulator ja auch schon, nur eben auf einer neuen Version von Unity. Meine Vermutung war vorher tatsächlich, dass die Devs zur Unreal Engine gewechselt sind, weil wie viele andere Spiele, wie zum Beispiel auch im Satisfactory, bewiesen haben, dass auch wenn es viel Arbeit ist, es durchaus möglich ist, die Engine von einem Spiel komplett zu updaten oder zu verändern, ohne dafür ein neues Spiel rausbringen zu müssen, was man ja hier in dem Fall jetzt macht. Und ich bin definitiv kein Entwickler und kann mir gut vorstellen, dass sie hoffentlich auch ein paar weitere Gründe haben, neben Marketing und neuen Einnahmen von einem neuen Spiel, um eben jetzt einen zweiten Teil rauszubringen. Für alle Konsolenspieler gibt es tatsächlich aber noch ein paar gute Nachrichten. Und zwar sollen alle Updates der momentanen Steam-Version von PC Building Simulator tatsächlich auch noch ihren Weg auf die Konsole finden, was halt aber auch noch ein bisschen dauern kann. An der Stelle gibt es aber übrigens noch eine kleine Ankündigung meinerseits. Ich werde mein Bestes geben, alle Infos, die zu PC Building Simulator 2 rauskommen, hier auf dem Kanal zu covern und möglichst schnell euch immer Updates zu geben. Leider bin ich da auch immer so sehr überrascht wie ihr, da die Entwickler bisher immer wieder ihr Bestes geben, mich zu ignorieren, wenn ich sie irgendwelche Dinge frage. Damit würde ich dann aber mal zu allem, was ich so aus dem Trailer rausarbeiten konnte, kommen. Erstmal ganz zu Beginn sehen wir dieses NZXT-Case mit dem Zebra-Muster vorne auf dem Frontpanel. Etwas später sehen wir dann das Case zusammen mit einem weiteren Be Quiet Case und mit einem Case von Asus, welche alle customized sind, und dann gibt es eben einen Schnitt zu den normalen Versionen der Cases, alle nebeneinander, die wir ja auch schon aus dem momentanen PC Building Simulator kennen. Daraus würde ich an der Stelle tatsächlich schließen, dass es zumindest ein gewisses Maß an customizable Cases im Spiel geben wird, wenn auch nicht bekannt ist, wie sehr. Auch relativ zu Beginn des Trailers sehen wir tatsächlich eine sehr nahe Ansicht von einem PC-Bild, in dem wir zum einen ganz klassisch sehen, wie ein Kabel durch ein Case glitscht, was wir immer wieder bei PC Building Simulator sehen, aber eben auch sehen, dass ein großer Teil der Hardware viel mehr Details bietet, als das bisher sonst immer der Fall ist. Wir haben kleine Strukturen auf den Kabeln, der I.O. und auch das Mainboard sieht nochmal deutlich detaillierter aus. Wenig später sehen wir dann, wie verschiedene CPUs in PCs installiert werden. Und an der Stelle sind mir zwei Sachen aufgefallen. Zum einen sehen manche Mainboards noch nicht so super High-Res aus. Und zum anderen wurde scheinbar die komplette Beleuchtung im Spiel überarbeitet, was sie aber auch meiner Meinung nach dringend nötig hatte. Kurz darauf sehen wir dann aber, dass man tatsächlich in PC Building Simulator 2 scheinbar Wärmeleitpaste manuell selbst auf den CPUs verteilt als so ein kleines Minigame, worauf ich mich auf jeden Fall auch schon freue. Scheinbar gibt es auch ein kleineres Update bei Custom Wasserkühlung und dem Verlegen von Tubes zum Beispiel dabei Custom Wasserkühlung mit einem komischen Grid-System, was ihr hier seht, bei dem ich mir ehrlich gesagt noch nicht so sicher bin, wie ich es finden soll. Später sehen wir dann im Hintergrund noch relativ klein ein paar Apps, die auf dem PC installiert sind, wovon eine meiner Meinung nach wie RGB-Software aussieht. Aber das ist jetzt an der Stelle wirklich komplette Spekulation. Ich vermute aber, bald sehen wir dazu noch ein bisschen mehr.
Gegen Ende des Trailers sehen wir dann noch ein bisschen Zeug zur RGB-Beleuchtung und scheinbar gibt es dort jetzt noch eine Menge neue Effekte und Möglichkeiten. Was genau werden wir allerdings immer noch sehen müssen. Außerdem bekommen wir noch einen kleinen Sneak Peek zu einem neuen Workshop, der, wie ich finde, sehr futuristisch aussieht und auch ganz cool ist. Gerüchteweise soll es hier in PC Building Simulator 2 auch noch mehr Partnerschaften mit Hardwareherstellern geben, als das bisher schon der Fall war. Aber ich würde sagen, an der Stelle haben wir so ziemlich alles durch, was wir bisher tatsächlich zu PC Building Simulator 2 sicher wissen. Was haltet ihr von der Ankündigung und was erwartet ihr euch von einem neuen Spiel? Außerdem plant ihr es euch zu kaufen oder boykottiert ihr es wegen Epic Games? Wenn ihr außerdem auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst doch einfach gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht weitere Coverage zu PC Building Simulator 2. Sonst würde ich mich natürlich auch noch über ein Like freuen. Da war wieder mal eine Menge Aufwand, diese ganzen Infos zusammenzutragen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal zurück bei einem Video. Bis dann und ciao.